Es gibt Neuigkeiten bezüglich YouTube Jewels. Die sind nämlich jetzt in den USA in der ersten Woche ausgerollt. Leider haben wir immer noch keine genauen Daten, was die Bundle Prices angeht. Wir wissen aber mittlerweile, was die Conversion Ratio zwischen Jewels und Rubies ist. Wir erinnern uns, 100 Rubies entspricht 1 US-Dollar, 1 Ruby gleich 1 Cent und die Conversion Ratio, also die Umrechnung zwischen Jewels und Rubies, wird im Verhältnis 2:1 passieren. Soll heißen, wir haben 200 Joules zu 100 Rubies zu 1 US-Dollar als feste Rechnung mittlerweile. Jetzt der ursprüngliche Joule-Preis ist das, was variieren wird, denn das wird zumindest laut YouTube sich oft verändern, also change frequently, da es jede Menge Promotions gibt, also ja, so Sonderangebote, ähnliche Geschichten. Und die Bundle Prices werden halt von nahe 1 Cent pro Joule erreichen. Das heißt, der Creator hätte im Endeffekt einen 50% Ad-Rev-Share, beziehungsweise Rev-Share generell. Und bei den höherwertigen Bundles soll das aber weit unter 1 Cent pro Joule gehen, sodass der Creator Rev-Share entsprechend hochgeht. Soll heißen, wenn Nutzer natürlich günstig einkaufen, ist es gut für den Creator, weil dann wird natürlich wesentlich mehr, 70, 80, teilweise noch mehr Prozent der Einnahmen von den Jewels an die Creator weitergegeben. Und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Sache. Wir machen natürlich nochmal eine ausführliche Rechnung dazu, sobald wir mehr Informationen zu den Bundles haben. Falls ihr in den USA lebt und schon Zugriff habt und vielleicht einige vertikale Livestreams schaut, gerne mir entweder an meine E-Mail-Adresse oder entsprechend auf Discord kurz schreiben, kurz einen Screenshot beifügen, anonymisiere ich natürlich und dann können wir das Ganze natürlich hier nochmal entsprechend ausführlicher besprechen. So, zum Ende des Jahres, Superchat Goals. Wir schieben sie ja schon so ewig vor uns her. Sie kommen endlich aus der experimentellen Phase und werden für alle Creator ausgerollt. 100% Launch soll bis zum 16. Dezember sein. Und ich habe mich ja letztens aufgeregt und meine Stimme wurde erhört, denn normale Moderatoren sollten bei Launch in der Lage sein, Goals, also die Superchat-Ziele, zu erstellen, zu stoppen und zu editieren. Und das, Leute, ist doch alles, was ich wollte. Muss ich mich denn immer erst aufregen? Okay. Dafür, dass ich mich diesmal nicht aufregen muss, können wir ja vielleicht ein orangenes Herz in die Kommentare schreiben. Dann freue ich mich. Sehr schön. Gut, kommen wir kurz zu Hype. Wir hatten es schon angeteasert. Hype soll eine Paid-Funktion bekommen. Die wird gerade in Brasilien getestet. Das heißt, normalerweise hat man ja 3 freie verfügbare Hypes in der Woche, die man als User zur Verfügung hat. Sollte man mehr möchten, gibt es noch die Option, dort zusätzlich welche zu kaufen. Auch hier Pricing, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts finden können, zumindest nichts Verlässliches. Und entsprechend würde ich sagen, wir warten erstmal ab, wie das Experiment sich weiter verhält und behalten das Ganze im Auge. Gut, danach haben wir noch eine kurze Nachricht zu Dreamscreen. Dreamscreen ist praktisch ein KI-Ableger innerhalb der Shorts Creation Tools. Ist in Europa noch nicht verfügbar, wird jetzt in den USA, in Kanada, Neuseeland und Australien für mehr Creator verfügbar gemacht. Und ja, das ist im Endeffekt ein Text-Prompt, wie man das so von einer KI kennt, die dann entsprechend einen Hintergrund erstellt, vor dem man sich dann so stellen kann und filmen kann. Der Rest wird halt rausgerechnet und dann ist es praktisch wie ein Greenscreen. Also wie das, was wir hier auch benutzen. Nur, dass dahinter keine KI ist, sondern dass das ein Artist gemacht hat. Naja, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr sowas nutzen? Stellt ihr euch generell auch so vor die Kamera, wenn ihr ein Handy habt und macht dann da Content? Für mich ist das immer so befremdlich, aber fairerweise, ich komme halt auch ursprünglich aus dem Gaming-Bereich, da ist es halt dieses Setup wesentlich, ja, normaler, möchte ich behaupten. Sei aber natürlich niemandem abgesprochen, wenn ihr mit Mobile produziert, würde mich einfach mal interessieren, was ihr da so alles treibt. Gut, bleiben wir beim Thema KI. KI-Trainingsdaten sind ein Thema und YouTube möchte jetzt Creator Daten nutzen, um KIs zu trainieren. Obacht, bevor ihr euch aufregt. Wir haben natürlich mit dem Team gesprochen und auch hier hat man ausnahmsweise mal auf uns gehört. Das heißt, standardmäßig wird das nicht passieren. Das heißt, wenn ihr nichts macht, dann werden eure Daten auch nicht benutzt. Wenn ihr allerdings sagt, okay, wäre eigentlich schon ganz geil, wenn eine KI besser wird dadurch, dass ich meine Daten preisgebe, dann könnt ihr natürlich einen sogenannten Opt-in machen, ist aber natürlich freiwillig. Wer möchte, der möchte. Wer nicht, macht es halt nicht. Und wer nichts davon wusste, macht es halt auch nicht. Also
niemandem geschadet worden. Von daher würde ich sagen, muss man auch ausnahmsweise mal sagen, okay, gute Entscheidung, können wir so stehen lassen. Gut. Zu guter Letzt haben wir noch das End of Year Gaming Recap für die YouTube Gamer unter euch, beziehungsweise für die Creator und Zuschauer, die andere Creator gucken im Bereich Gaming. Ich blende euch einfach mal so ein paar Screens ein, wie das Ganze bei mir aussieht. Zum Beispiel großer Hand of Blood Fan. Entsprechend bin ich auch hier in den Top 1% der Zuschauer. Ja, welche Spiele ich geguckt habe. Balatros ist, glaube ich, dabei. Elden Ring DLC, let's go. Alles easy going. Von daher würde ich schon sagen, nette Geschichte. Ne? Erinnert so ein bisschen an das Steam Recap oder an das Spotify Recap. Würde mich auch freuen, wenn es das über YouTube Gaming hinaus noch gäbe. Für andere Creator. Naja, warum nicht? Wir gucken einfach mal. Ne? Falls ihr im Gaming aktiv seid, sagt mir gerne, wie ihr das findet. Falls nicht, dann halt nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und haut rein.